Hallo zusammen, ich bin Vanessa. Und ich bin Brad. Willkommen zu unserem Podcast. Heute sprechen wir über ein sehr wichtiges Thema: Arbeiten und Studieren in Deutschland. Viele Menschen möchten in Deutschland arbeiten oder studieren. Aber wie funktioniert das? Wir erklären alles: die Universität, die Ausbildung, Nebenjobs und mehr. Und wir haben tolle Gäste. Sie erzählen ihre Erfahrungen. Bevor wir anfangen, bitten wir euch um etwas sehr Wichtiges. Falls euch dieser Podcast gefällt, drückt auf den Daumen hoch. Der Daumen hoch hilft unserem Kanal sehr. Und abonniert. Werdet Teil unserer Familie. Wenn ihr abonniert, bekommt ihr Benachrichtigungen für neue Folgen. In den Kommentaren könnt ihr uns schreiben. Arbeitet ihr in Deutschland? Oder studiert ihr an einer deutschen Universität? Teilt diesen Podcast mit euren Freunden und eurer Familie. Das PDF findet ihr in der Beschreibung. Es hat alle Wörter und alle Erklärungen. Heute lernt ihr, wie das Arbeiten funktioniert, wie das Studieren funktioniert und welche Möglichkeiten es gibt. Okay, jetzt beginnen wir. Seid ihr bereit? Ja, sehr bereit. Lass uns anfangen. Brad, erkläre mir, wie funktioniert das Bildungssystem in Deutschland? Das ist eine gute Frage. Das deutsche System ist ein bisschen kompliziert, Warum kompliziert? weil es viele verschiedene Wege gibt. Jeder Mensch kann seinen eigenen Weg wählen. Welche Wege gibt es? Es gibt 3 Hauptwege: die Universität, die Fachhochschule und die Ausbildung. Was ist der Unterschied? Die Universität ist sehr theoretisch. Man lernt viel Theorie und Wissenschaft. Und die Fachhochschule? Die Fachhochschule ist praktischer. Man lernt Theorie, aber auch viel Praxis. Das klingt interessant. Und die Ausbildung? Die Ausbildung ist sehr praktisch. Man arbeitet in einer Firma und lernt gleichzeitig. Ah, man verdient auch Geld? Ja, das ist das Besondere. Man bekommt ein Gehalt während der Ausbildung. Das ist toll. Wie lange dauert eine Ausbildung? Meistens 2 bis 3 Jahre. Es hängt vom Beruf ab. Welche Berufe kann man lernen? Sehr viele. Zum Beispiel Mechaniker, Friseur, Koch, Verkäufer, Elektriker. Und medizinische Berufe? Ja, Krankenpfleger, Altenpfleger, medizinischer Fachangestellter. Braucht man das Abitur für eine Ausbildung? Nein, für die meisten Ausbildungen braucht man den Realschulabschluss oder den Hauptschulabschluss. Was ist das Abitur? Das Abitur ist der höchste Schulabschluss. Man braucht es für die Universität. Wie lange dauert das Studium? Ein Bachelor dauert 3 bis 4 Jahre. Ein Master dauert 1 bis 2 Jahre. Das ist lang. Ja, aber deutsche Universitäten sind sehr gut und oft kostenlos. Kostenlos? Das ist unglaublich. Ja, staatliche Universitäten kosten fast nichts, nur einen kleinen Semesterbeitrag. Wie viel ist der Semesterbeitrag? Zwischen 100 und 300 Euro pro Semester. Das ist sehr wenig. Und private Universitäten? Private Universitäten sind teuer. Mehrere tausend Euro pro Semester. Welche ist besser? Beide sind gut. Staatliche Universitäten haben einen sehr guten Ruf. Was studieren die meisten Leute? Ingenieurwesen, Medizin, Informatik, Wirtschaft und Jura sind sehr beliebt. Das sind schwierige Fächer. Ja, aber Deutschland braucht diese Fachleute. So, jetzt wisst ihr die Grundlagen vom deutschen Bildungssystem. Wichtige Wörter waren Universität, Fachhochschule, Ausbildung, Abitur und Semesterbeitrag. Im nächsten Teil sprechen wir mit unserem ersten Gast. Sie heißt Anna. Sie macht eine Ausbildung zur Krankenpflegerin. Bleibt dran. Willkommen zurück. Jetzt haben wir Anna bei uns. Hallo Anna. Hallo Vanessa, ich freue mich sehr, hier zu sein. Wir freuen uns auch. Anna, du machst eine Ausbildung zur Krankenpflegerin, richtig? Ja, genau. Ich bin im 2. Jahr meiner Ausbildung. Wie lange dauert deine Ausbildung? 3 Jahre. Ich habe noch 1 Jahr vor mir. Wo machst du die Ausbildung? In einem großen Krankenhaus in München. Das Klinikum rechts der Isar. Das klingt wichtig. Wie hast du diesen Platz bekommen? Ich habe mich beworben. Ich habe eine Bewerbung geschrieben und ein Vorstellungsgespräch gehabt. War das Vorstellungsgespräch schwierig? Ein bisschen. Sie haben viele Fragen gestellt. Warum ich Krankenpflegerin werden möchte. Und warum möchtest du Krankenpflegerin werden? Weil ich Menschen helfen möchte. Ich mag den Kontakt zu Patienten. Das ist ein schöner Grund. Wie sieht dein Alltag aus? Ich arbeite in verschiedenen Abteilungen. Manchmal Chirurgie, manchmal Innere Medizin. Was machst du dort? Ich helfe den Patienten. Ich messe Blutdruck, ich gebe Medikamente, ich mache Verbände. Das klingt nach viel Verantwortung. Ja, aber ich bin nicht allein. Die erfahrenen Pfleger helfen mir. Gehst du auch zur Schule? Ja, ich habe Berufsschule. 1 bis 2 Tage pro Woche. Was lernst du in der Berufsschule? Theorie, Anatomie, Krankheiten, Medikamente, Hygiene. Ist es schwierig? Manchmal. Es gibt viel zu lernen, aber es ist interessant. Bekommst du ein Gehalt? Ja, im 1. Jahr bekomme ich etwa 1.000 Euro pro Monat. Das ist gut. Ja, im 2. Jahr bekomme ich 1.100 Euro. Im 3. Jahr noch mehr. Kannst du davon leben? Es ist nicht viel, aber ich wohne noch bei meinen Eltern, deshalb reicht es.
Arbeitest du auch am Wochenende? Ja, im Krankenhaus muss man auch am Wochenende und nachts arbeiten. Das ist hart. Ja, aber ich wusste das vorher. Es gehört zum Beruf. Was ist das Schönste an deiner Ausbildung? Wenn ein Patient gesund nach Hause geht. Das macht mich glücklich. Und was ist schwierig? Die Schichtarbeit. Manchmal arbeite ich früh, manchmal spät, manchmal nachts. Ist das nicht anstrengend? Sehr anstrengend. Mein Schlafrhythmus ist durcheinander. Was machst du nach der Ausbildung? Ich möchte im Krankenhaus weiterarbeiten. Vielleicht in der Kinderstation. Warum die Kinderstation? Weil ich Kinder mag. Und Kindern zu helfen ist besonders schön. Kannst du dich weiterbilden? Ja. Ich kann später eine Fachweiterbildung machen. Zum Beispiel Intensivpflege. Hast du einen Tipp für Leute, die auch Krankenpfleger werden wollen? Man muss geduldig sein und man muss Menschen mögen. Der Beruf ist hart, aber sehr erfüllend. Vielen Dank, Anna. Viel Erfolg für dein letztes Jahr. Danke, tschüss. Anna hat uns viel über die Ausbildung erzählt. Wichtige Wörter: Berufsschule, Abteilung, Schichtarbeit, Fachweiterbildung. Jetzt kommt unser zweiter Gast. Er heißt Mehmet. Er studiert Informatik. Das wird spannend. Willkommen zurück. Unser nächster Gast ist Mehmet. Hallo Mehmet. Hey Brad, wie geht's? Mir geht's super. Mehmet, du studierst Informatik, richtig? Ja, genau. Ich bin im 4. Semester an der TU München. TU München. Was bedeutet TU? Technische Universität. Die TU München ist sehr bekannt für Technik und Wissenschaft. Warum hast du Informatik gewählt? Weil ich Computer liebe und weil der Arbeitsmarkt sehr gut ist. Es gibt viele Jobs. Ja, IT-Spezialisten werden überall gesucht. In Deutschland gibt es zu wenige. Das ist gut für dich. Wie war der Beginn? Schwierig. Das erste Semester war sehr hart, Warum? weil ich viel Mathematik lernen musste. Lineare Algebra, Analysis, Statistik. Das klingt kompliziert. Es war kompliziert, aber ich habe viel gelernt. Wie viele Vorlesungen hast du pro Woche? Ungefähr 15 bis 20 Stunden. Vorlesungen und Übungen. Was ist der Unterschied? In der Vorlesung erklärt der Professor die Theorie. In der Übung lösen wir Aufgaben. Musst du viel lernen? Ja, sehr viel. Ich lerne jeden Tag mehrere Stunden. Hast du Zeit für Freunde? Nicht so viel, besonders vor den Prüfungen. Aber ich versuche ein bisschen Freizeit zu haben. Wie sind die Prüfungen? Sehr anspruchsvoll. Manche Professoren sind streng. Was passiert, wenn man durchfällt? Man kann die Prüfung wiederholen. Meistens 2-mal oder 3-mal. Und wenn man dann wieder durchfällt? Dann kann man das Fach nicht mehr studieren. Das ist das endgültige Nichtbestehen. Das klingt hart. Ja, deshalb lerne ich immer gut. Arbeitest du auch? Ja, ich habe einen Werkstudentenjob bei einer Softwarefirma. Was ist ein Werkstudentenjob? Das ist ein Job für Studenten. Ich arbeite 20 Stunden pro Woche. Wie viel verdienst du? 15 Euro pro Stunde. Das sind etwa 1200 Euro im Monat. Das ist gut. Ja, davon bezahle ich meine Wohnung und mein Essen. Bezahlen deine Eltern etwas? Ein bisschen, aber ich möchte unabhängig sein. Gibt es finanzielle Hilfe vom Staat? Ja, BAföG. Das ist Geld vom Staat für Studenten. Wie viel bekommt man? Das hängt vom Einkommen der Eltern ab. Maximal etwa 800 Euro pro Monat. Muss man das zurückzahlen? Nur die Hälfte und erst nach dem Studium, wenn man arbeitet. Das ist fair. Ja, Deutschland unterstützt Studenten gut. Was machst du in deiner Freizeit? Ich treffe Freunde, ich spiele Fußball und ich programmiere an eigenen Projekten. Du programmierst auch in der Freizeit? Ja, ich liebe Programmieren. Es ist mein Hobby. Was für Projekte machst du? Apps, Webseiten, kleine Spiele, das hilft mir beim Lernen. Was machst du nach dem Studium? Ich möchte als Softwareentwickler arbeiten, vielleicht bei einem großen Unternehmen. Welche Unternehmen? Google, BMW, Siemens, SAP, alle suchen Informatiker. Hast du einen Tipp für neue Studenten? Ja, geht zu allen Vorlesungen, lernt regelmäßig und sucht euch eine Lerngruppe. Eine Lerngruppe. Ja, Freunde, mit denen man zusammen lernt. Das hilft sehr. Vielen Dank, Mehmet. Viel Erfolg. Danke. Tschüss. Mehmet studiert hart. Informatik ist nicht einfach. Neue Wörter. Vorlesung, Übung, Werkstudentenjob, BAföG, Softwareentwickler. Jetzt kommt unsere dritte Gästin. Sie heißt Lisa. Sie hat einen Nebenjob. Los geht's. Willkommen zurück. Jetzt ist Lisa bei uns. Hallo Lisa. Hallo Vanessa, schön hier zu sein. Lisa, du arbeitest in einem Café, richtig? Ja, ich arbeite als Kellnerin in einem kleinen Café in Berlin. Studierst du auch? Ja, ich studiere Germanistik im 3. Semester. Warum arbeitest du nebenbei? Weil ich Geld brauche. Das Studium kostet nicht viel, aber Leben in Berlin ist teuer. Wie viele Stunden arbeitest du? 2 bis 3 Tage pro Woche. Insgesamt etwa 15 Stunden. Ist das erlaubt? Ja, als Student darf man bis 20 Stunden pro Woche arbeiten. Warum nur 20? Wegen der Sozialversicherung. Wenn man mehr arbeitet, verliert man den Studentenstatus. Wie hast du den Job gefunden? Ich habe ein Schild im Fenster gesehen. Kellner gesucht.
Dann bin ich reingegangen. So einfach? Ja, der Chef war nett. Ich hatte ein kurzes Gespräch und bekam den Job. Brauchtest du Erfahrung? Nein, sie haben mich eingearbeitet. Die ersten Tage waren schwierig. Was war schwierig? Ich musste viele Dinge gleichzeitig machen. Bestellungen aufnehmen, Kaffee servieren, abrechnen. Das klingt stressig. Am Anfang war es stressig, aber jetzt bin ich schnell. Es macht sogar Spaß. Was sind deine Aufgaben? Ich bediene die Gäste. Ich nehme Bestellungen auf und bringe Essen und Getränke. Machst du auch den Kaffee? Ja, ich kann Cappuccino, Latte Macchiato, Espresso machen. Du bist Barista. Ein bisschen. Aber ich bin keine Profi-Barista. Wie viel verdienst du? 12 Euro pro Stunde. Plus Trinkgeld. Bekommst du viel Trinkgeld? Das hängt vom Tag ab. Manchmal 10 Euro, manchmal 30 Euro. Das ist nett? Ja, die Gäste sind meistens freundlich. Arbeitest du auch am Wochenende? Ja, Samstag und Sonntag. Das Café ist dann sehr voll. Stört dich das? Ein bisschen. Ich würde lieber frei haben, aber ich brauche das Geld. Kannst du im Café lernen? Nein, das Café ist zu laut. Ich lerne zu Hause oder in der Bibliothek. Wie kombinierst du Arbeit und Studium? Ich organisiere mich gut. Ich habe einen Kalender mit allen Terminen. Was steht im Kalender? Meine Vorlesungen, meine Arbeitszeiten, meine Prüfungen. Das ist clever. Ja, ohne Kalender wäre alles chaotisch. Hast du genug Zeit zum Lernen? Meistens ja, aber vor Prüfungen arbeite ich weniger. Versteht dein Chef das? Ja, er ist sehr flexibel. Wenn ich frei brauche, ist das kein Problem. Das ist ein guter Chef. Ja, ich habe Glück. Nicht alle Chefs sind so. Was machst du nach dem Studium? Ich möchte Lehrerin werden. Deutsch und Geschichte. Wirst du weiter im Café arbeiten? Nein. Nach dem Studium möchte ich Vollzeit als Lehrerin arbeiten. Hast du einen Tipp für Studenten, die einen Nebenjob suchen? Ja. Sucht einen Job mit flexiblen Zeiten und einen netten Chef. Das macht alles einfacher. Vielen Dank, Lisa. Viel Erfolg. Danke. Bis bald. Lisa arbeitet und studiert. Das ist anstrengend. Wichtige Wörter: Kellnerin, Nebenjob, Sozialversicherung, Trinkgeld, Kalender. Jetzt wiederholen wir die wichtigsten Vokabeln. Auf geht's. Los geht's mit den wichtigsten Vokabeln. Bereit. Erstes Wort: Ausbildung. Ausbildung bedeutet, man lernt einen Beruf praktisch in einer Firma. Beispiel: Ich mache eine Ausbildung zum Mechaniker. Sehr gut. Zweites Wort: Studium. Studium bedeutet, man lernt an einer Universität oder Fachhochschule. Beispiel: Mein Studium dauert 3 Jahre. Perfekt. Drittes Wort: Berufsschule. Berufsschule ist eine Schule für Auszubildende. Man lernt Theorie für den Beruf. Beispiel: Ich gehe jeden Montag zur Berufsschule. Ausgezeichnet. Viertes Wort: Vorlesung. Vorlesung ist eine Unterrichtsstunde an der Universität. Der Professor erklärt das Thema. Beispiel: Ich habe heute 3 Vorlesungen. Toll. Fünftes Wort: Nebenjob. Nebenjob ist ein Job neben dem Studium oder der Schule. Man arbeitet Teilzeit. Beispiel: Ich habe einen Nebenjob im Supermarkt. Fantastisch. Sechstes Wort: BAföG. BAföG ist finanzielle Hilfe vom Staat für Studenten. Man bekommt Geld für das Studium. Beispiel: Ich bekomme 400 Euro BAföG pro Monat. Sehr gut. Siebtes Wort: Gehalt. Gehalt ist das Geld, das man für die Arbeit bekommt. Jeden Monat. Beispiel: Mein Gehalt ist 2000 Euro. Perfekt. Letztes Wort: Abschlussprüfung. Abschlussprüfung ist die letzte große Prüfung. Nach der Ausbildung oder dem Studium. Beispiel: Meine Abschlussprüfung ist im Juni. Hervorragend. Das waren unsere wichtigsten Vokabeln. So, wir sind am Ende unserer Episode. Was haben wir heute gelernt? Wir haben über das deutsche Bildungssystem gesprochen. Es gibt 3 Wege: Universität, Fachhochschule und Ausbildung. Wir haben 4 Gäste gehört mit ihren Erfahrungen. Anna macht eine Ausbildung zur Krankenpflegerin. Mehmet studiert Informatik an der TU München. Lisa arbeitet als Kellnerin und studiert Germanistik. Und Tom macht eine Ausbildung zum Koch. Alle haben verschiedene Wege gewählt. Aber alle arbeiten hart und lernen viel. Wichtige Ausdrücke waren Ausbildung, Studium, Nebenjob und Gehalt. Jetzt haben wir eine Hausaufgabe für euch. Schreibt in die Kommentare, arbeitet oder studiert ihr in Deutschland? Oder was möchtet ihr in Deutschland machen? Wir lesen alle Kommentare. Wir sind sehr neugierig. Vergesst nicht das PDF, es ist in der Beschreibung. Das PDF hat alle Vokabeln, alle Erklärungen und Übungen. Wenn euch diese Episode gefallen hat, drückt den Daumen hoch. Und abonniert unseren Kanal. Das hilft uns sehr. Teilt diesen Podcast mit euren Freunden. Besonders mit Freunden, die Deutsch lernen oder in Deutschland arbeiten möchten. In der nächsten Episode sprechen wir über das deutsche Gesundheitssystem. Krankenversicherung, Arztbesuche und mehr. Das wird informativ. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss und viel Erfolg beim Lernen. Vergesst nicht zu üben. Deutsch lernen braucht Zeit und Geduld. Aber ihr macht das großartig. Wir glauben an euch. Bis bald. Auf Wiederhören. Ciao. Tschüss.